Hi Leute und willkommen zu einem neuen Teil von Creatures of the Deep. Ja, wie ihr vielleicht direkt erkennen könnt, befinden wir uns heute nicht in meiner Marina, sondern auf der Marina von den guten Matan von den Leakedealer-Clan. Und zwar gab es heute wieder ein Update zum Trash-Museum und das Update ist für iOS sofort erschienen und für Android dauert es noch ein bisschen. Da ich die Android-Version habe, war er so nett und hat mir ein bisschen Videomaterial zugeschickt, um euch Einblicke in das neue Trash-Museum zu geben, und zwar wurde das einmal erweitert. Er zeigt uns hier direkt einen kleinen Rundgang und ihr könnt sehen, was alles neu hinzugekommen ist. Wie gewohnt kannten wir das hier oben alles und können hier jetzt die Brücke aufbauen für zusätzliche 4 Bretter, um diese Passage zu betreten. Ja, dann geht es nämlich hier hinten direkt weiter mit neuen Stuff, den wir hier einfügen können. Wir können hier zum Beispiel den Goldnugget und die Meteoriten sehen, die wir jetzt hier einsetzen können. Und hier Sachen wie den Dudelsack und Trommel, also Instrumente können wir hier an die Wand hängen. Weiter geht es direkt mit 3 Kassetten, hier vorne für die Vitrine. Und wenn wir weitergehen, können wir sehen, dass wir hier die Schallplatten einsetzen können. Aber hier muss ich kurz unterbrechen, weil beim zweiten Blick erkennt man, dass in der Mitte keine Schallplatte ist, sondern ein Reifenschlauch, und zwar der von Alaska. Die Schallplatte, die hier fehlt, ist nämlich die von Schottland. Also, falls ihr die noch habt, dann lasst die auf jeden Fall im Lager liegen. Wahrscheinlich wird in nächster Zeit das gefixt und dann könnt ihr die Schallplatte hier auch einsetzen. Wenn wir hier weiter nach rechts gehen, dann sehen wir die nächste Blockade, wo wir auch wieder 10 investieren müssen, um hier die Walfischbrücke zu bauen. Aber da kommen wir später drauf zurück. Im Erdgeschoss angekommen, sehen wir, dass das Regal rechts verschwunden ist und wir jetzt hier einfach bequem vorbeilaufen können und können hier zum Beispiel die Schwerter wie Excalibur und eine Ritterrüstung einfügen. Weiter geht's. Hier sehen wir weitere Trash-Materialien wie den Haifischzahn, den Bumerang, die Axt, Federn, Teekanne. Das können wir alles hier aufhängen. Und in der Mitte geht's direkt weiter mit einigen Statuen, Fischernetzen, Zahnrädern. Ja, also fast alles an Trash, wie hier die Armbanduhr, eine Maske, also schon ziemlich viel dabei, aber das hier ist das Highlight, und zwar können wir hier alle Kühlschrankmagneten einfügen. Das freut sogar den guten Matan. Falls ihr noch auf der Suche nach allen Kühlschrankmagneten seid, kein Problem, ich verlinke euch das Video rechts oben in der Ecke. Weiter geht's, und zwar sehen wir hier nämlich die Küche. Hier können wir verschiedene Lebensmittel noch einfügen und hier hinten im Schrank geht es weiter mit Alkoholsorten und Öl und so weiter, was wir alles in der Welt finden können. Hier schauen wir weiter, der goldene Apfel ist dabei, der Pina Colada Drink, also wir befinden uns hier wirklich in der Küche. Was können wir hier vorne noch sehen, was wir einfügen können? Das sieht aus wie 2 Videokassetten zum Einsetzen. Bin gespannt, was hier noch passieren wird. Und weiter geht's. Hier können wir alle Disketten sehen, die wir hier dann in das Regal einsetzen können. Und weiter rechts an der Wand haben wir dann zum Beispiel alle Broschüren, die wir sammeln können, und verschiedene Hefte, die es noch in der offenen Welt gibt. Wie das Notizbuch, sehe ich zum Beispiel von Australien oben links, das können wir hier noch einsetzen. Aber Achtung, zum Beispiel das Amazonas-Heft, das sehen wir hier auch gut bei Matan, ist zweimal abgebildet zum Einsetzen. Es ist noch ein bisschen verbuggt. Wenn ihr das im Lager habt, dann hebt es euch noch auf und wartet auf einen Bugfix. Kommen wir wieder zurück zum ersten Stock. Hier will Matan nämlich die Walfischbrücke aufbauen und hat dafür 10 Holz gesammelt, aber dann bemerkt, dass er Walknochen benötigt, um diese Brücke zu errichten. Die sind neu ins Spiel gekommen und ja, lehnen auf ein Spiel von auch Infinity Dreams an, und zwar Crazy Dino Park. Das ist eine schöne Anekdote an das Spiel, aber wir benötigen jetzt diese Knochen, um die Brücke zu errichten. Und Matan ist ein guter Typ und hat natürlich auch direkt gezeigt, wo wir diese Knochen finden können. Und zwar in unserer Marina. Hier oben rechts auf den Stein gilt es mit der Müllgreifer-Angelrute, diese zu angeln. Einfach nach rechts oben auswerfen zu dem Schild und direkt wieder einholen. Und es sollte nicht lange dauern und dann habt ihr alle 10 Walfischknochen aus dem Wasser gezogen. Mit 10 Walknochen im Gepäck geht es wieder zurück in unser Trash-Museum und hier können wir die Walfischbrücke errichten. Einfach die 2 Knochen noch eingezogen und auf geht's. Jetzt ist die Brücke einmal fertig und wir können sie passieren, und das macht der gute Matan natürlich auch direkt und zeigt uns einmal, was wir auf der anderen Seite finden können. Und zwar geht es hier nämlich dann direkt weiter mit neuem Trash, den wir hier einsetzen können. Und zwar finden wir hier diverse Luftmatratzen und die Gummiente sowie das U-Boot. Alles für die Unterwasserwelt können wir hier einfügen. Für die Treppe hier, wo wir 8 Holz benötigen, habe ich nochmal ein kleines Extra-Video gemacht. Das zeige ich euch gleich. Aber zuerst lasst uns schauen, was wir in die Ecke einsetzen können. Das sind Hängematten. Das wird eine kleine Chill-Out-Lounge für uns wohl werden. Ja, das sind alle neuen Inhalte
für das Trash-Museum, die neu ins Spiel hinzugekommen sind. Und ich finde, der Matan hat eine gute Arbeit geleistet und ich fand es super schön, dass er die Videos für mich vorbereitet hat und ich konnte das Video schnell für euch fertig machen. Ich muss mich nämlich leider noch gedulden, bis das Update auch für Android draußen ist. Wechseln wir jetzt noch mal kurz rüber zu meinem Museum auf Android. Hier konnten wir das Update ja natürlich noch nicht machen und das ist der alte Stand mit dem Regal hier, wo wir erst nicht weitergekommen sind, was aber doch möglich ist, weil wir vor dem Regal vorbeilaufen können. Und dann kommen wir nämlich hinten zu der Treppe, die Matan eben hätte aufbauen können für 8 Holz. Da kommen wir dann nämlich genau an der Stelle raus. Also falls ihr die Walknochen nicht findet oder Schwierigkeiten habt, sie zu angeln, kein Problem, dann errichtet einfach diese Treppe, dann kommt ihr auch einfach in das Geschoss und macht bei Gelegenheit halt die Walfischtreppe fertig. An dieser Stelle würde ich das Video beenden und nochmal ein recht herzliches Danke an den guten Matan für das Videomaterial, welches er mir zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, Leute, euer Delrox. Ciao, ciao.